Schönen guten Tag, meine lieben Leute. Wir haben heute den Renault Alpine A110 am Start und unterziehen dem Fahrzeug den Kavia-Test, denn Alpine ist auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, ist das nicht was, ist das nicht eine Karre für euch im Fuhrpark? Das wollen doch Leute sicher mal mieten, mal erfahren und ja, wollen da eine Art Zusammenarbeit mit uns haben und deswegen haben wir gesagt, ja, klingt interessant. Auto ist auch sehr cool, habe ich auch schon in verschiedenen Vergleichstests schon gesehen. Aber da wollen wir uns ja auch selber noch ein Bild von machen. Deswegen testen wir heute 0, 100, 100, 200, natürlich GPS gemessen, sowie das, was er wirklich gut kann. Kurven, puristisch, wenig Gewicht, tolles Design und ja, gehen mal drauf ein. Ich denke, viele kennen das Auto auch noch gar nicht, denn das ist das, was ich jetzt auch schon ein bisschen erfahren habe. Selbst der Mann hinter der Kamera, der Roman, hat mich gefragt, ja, was ist das denn überhaupt für ein Auto? Und das klären wir jetzt. Und drin sitzen wir in der Spaßschüssel mit 252 PS, einem 1,8 Liter Turbo aufgeladenen kleinen Motor, muss man sagen. Hat das Auto eigentlich gar nicht so viel Leistung zu bieten, aber jetzt kommt's, der wiegt auch nur 1100 Kilo. Und mir fällt wirklich wenig, wenn überhaupt, fällt mir noch ein Auto ein, was so wenig wiegt. Ja, vielleicht die Abarths, aber selbst die sind schneller und die haben ja auch noch deutlich weniger Leistung. Also das Leistungsgewicht hier ist gar nicht schlecht und vor allem soll sich das ja in den Kurven zeigen. Und der erste Eindruck zeigt auch schon genau das. Wir sind hier auf eine sehr kurvenreiche Strecke gefahren und wie der einlenkt, auch mit dem Mittelmotor, der Vierzylinder ist übrigens quer, nicht längs eingebaut, das heißt wirklich das Gewicht ist ganz zentral in der Mitte. Man hat ein wirklich perfektes Gewichtsverhältnis und kann den einlenken, also um die Ecken zimmern, das ist der Wahnsinn und mit dem geringen Gewicht fühlt man sich natürlich auch super sicher. Es ist sehr, sehr einfach zu fahren. Und das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe spielt eigentlich sehr, sehr gut mit, obwohl man eigentlich meinen müsste, ja, hier drin ist eher so der Schalter. Aber ich muss sagen, das gefällt mir schon extrem gut. Man muss tatsächlich selber schalten. Die Automatik ist nämlich eigentlich gar nicht so für die Alpine entwickelt worden, sondern kommt aus dem ganz normalen Renault-Regal und ist deshalb ja manchmal schon ein bisschen wirr in der Schaltung. Aber sobald man das Schalten selber übernimmt, gibt es da überhaupt nichts zu kritisieren und geht ja auch super schnell, klar, Doppelkupplungsgetriebe. Und dann kommt auch wieder der Turbo und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Die Bremse, muss ich sagen, gefällt mir gar nicht so gut, weil die irgendwie, also die greift sehr schnell, aber dann, wenn man ein bisschen noch mehr Druck haben möchte, da lässt sie irgendwie ein bisschen nach. Da weiß ich nicht, ob das nur hier an diesem Testwagen liegt oder ob das allgemein ein Problem vielleicht schon ein bisschen ist, ja, weil so ganz, also irgendwie da fehlt mir so am Ende ein bisschen Druck, aber dieser Mittelmotor und dann wie der Arsch um die Ecken geht, wenn man ja, und so leicht und in diesem, das macht so einen Spaß, wie man auf der Straße sitzt hier, das ist schon der Wahnsinn. Man sitzt so tief, man hat unglaublich gutes Feedback. Ich muss sagen, die Lenkung ist sehr spitz, würde ich sagen. Irgendwie, also er lenkt schon sehr zappelig ein, aber es ist noch nicht ganz so direkt, wie man es vielleicht bei Porsche kennt. Was aber hier, wenn man schnell fährt, wirklich schnell fährt, gar nicht so auffällt, wie vielleicht noch ein ganz klitzekleinen Deut direkter sein könnte. Ansonsten, das Fahrwerk ist soweit ziemlich gut, wobei eine kleine Wankbewegung lässt es hier schon zu. Ist aber nicht schlimm, weil sonst die Karosserie wirklich sehr, sehr steif ist und das Fahrgefühl einfach, also er liegt extrem gut insgesamt. Ja. Wenn man wirklich dieses Fahren liebt, ohne Assistenzsysteme, wirklich puristisch, wirklich original, hart, ja, auf diesen Sammel-Sport sitzen, das mit diesen Seiten halt, das macht einfach nur noch Laune. Also insgesamt muss ich sagen, ich bin ja absoluter Porsche-Fan und wir haben ja in der Flotte diverse Porsches und der muss sich ja so ein bisschen hier mit dem Cayman oder mit dem Boxster messen. Da wird die Luft ganz schön dünn. Also da muss ich ehrlich sagen, was der hier gerade an Spaß bietet, das ist schon phänomenal. Dann schauen wir uns mal, was er auch längsdynamisch so macht und starten gleich rein, packen die GPS-Box aus und schauen, was 0 auf 100 geht.
Hat ein bisschen gedauert, die Antenne anzubringen, weil die Karosserie zu 96% aus Aluminium besteht. Aber wir haben die jetzt schön festgetaped und dann können wir auch reingehen und die 0-100 testen. Sportmodus ist drin und ich würde sagen, ich bremse mal vielleicht kurz an und los geht's. Erste Messung, ist ganz ordentlich, 4,5 ist Serie, also da kommen wir schon noch hin. Also zweiter Versuch. $4,99. Ganz ordentlich für die Schüssel, muss ich echt sagen. Also wir haben ja schon einige auch hier mit der GPS-Box gemessen. 4,99 kann sich schon sehen lassen und ja, mit 250 PS wirklich ein toller Wert. Wir sind jetzt auf der Autobahn und das heißt, wir können gleich die 100-200 testen. Ist ja eigentlich nicht die Paradedisziplin, denke ich mal, von dem kleinen Motor, aber natürlich trotzdem interessant, gerade so ab 180, ob noch was geht oder nicht, und das sehen wir jetzt gleich. Und Sportmodus aktiv, wir starten gleich rein. Sieht schon ganz gut durch. Beschleunigt da oben drüben noch was, kommt noch. Antrieb läuft. 12,6, das ist schon sehr ordentlich. Also mit 252 PS. Ich erinnere mich dran, vorletzte Woche hatten wir den Aston Martin Vantage S mit 436 PS. Der hat ungefähr ähnliche Zeiten dahin geblättert. Also das ist schon ganz ordentlich. Er klingt sehr angestrengt, oder? Ja, finde ich auch. Also das schon, also man merkt schon irgendwie, boah, kleiner Motor, da ist jetzt, also da zwingt er sich schon, aber von der Antriebsentfaltung eigentlich super ordentlich und ja, man hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass einem Leistung fehlt, also es kommt immer noch was. Geht schon was, also insofern, Querdynamik hat er super drauf, also das ist phänomenal und also Spaßfaktor des Jahrtausends kann ich nur sagen, also wer wirklich Pure Driving will, wer Emotionen will, wer Leidenschaft will, wer Fahren erleben will, für den ist die Alpine definitiv eine richtig, richtig gute Wahl. Aber die große Frage ist, ob er sich in unsere Herzen als K4, ja, in unsere Flotte, ob er sich da ja, bewähren kann und vor allem in eure Herzen als Mieter, ob ihr sagt, hey, das Fahrzeug gefällt euch so, das würdet ihr gerne mal ausleihen. Deswegen schreibt das doch mal gerne in die Kommentare, damit wir wissen, wie gut der Wagen jetzt ankommt. Ich meine, optisch ist er auch wirklich polarisiert, total. Ich finde ihn sehr, sehr schön, vor allem, dass er eben auch an die alte Alpine sehr stark angelehnt ist und man sieht es, wenn man in der Stadt unterwegs ist, die Leute fragen einen wirklich, was ist das für ein Auto und müssen wirklich aufgeklärt werden und gucken und ja, das sind auch nur irgendwie, ich glaube 300 Stück pro Jahr, die so in Deutschland zugelassen werden, also das ist wirklich ein sehr, sehr seltenes Auto und überzeugt mich wirklich definitiv. Ich habe nur so die kleine Angst, dass halt die Leute nicht so wirklich danach suchen, weil man es eben noch nicht kennt. Dass die Leute ja nicht wirklich so wie beim Porsche 911, da kommen die nicht sonntags auf die Idee, ich miete mir mal eine Renault Alpine, sondern eben einen Porsche 911. Und man muss das den Leuten oder unseren Kunden erst halt nahe bringen und das ist dann auch immer ein bisschen schwieriger. Insofern umso wichtiger euer Feedback. Und ansonsten liked das Video oder disliked es, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt dann aber auch bitte wieso, damit wir das entsprechend ändern können. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder und ich glaube, dann ist auch schon endlich Porsche Taycan Zeit.